Es ist sehr hell outside. Die Sonne ist scheinend in meine Augen. Hallo alle zusammen, ich bin heute hier mit meiner Freundin. Ich bin Elin. Ich war auch in Deutschland. Ich habe auch ein Austauschjahr gemacht. Und was machen wir heute? Wir drehen das Video im Stall. Das ist voll schön. Das Wetter ist wunderbar, obwohl wir in Schweden sind. Und wir werden heute was machen? Ach so, das meintest du. Ja. Wir werden heute ein Spiel spielen. Bingo! Austauschschüler Bingo. Ja. Wir waren ja beide in Deutschland gleichzeitig und ich dachte, es könnte halt komisch sein, ein Austausch-Bingo zu machen. Geschichten erzählen und so über lustige Momente, die wir erlebt haben. So, ich fange an und gebe dir einen von denen. Ich schreibe hier meinen Namen. Oh, Meinen Namen. wie gut von dir. Oh. Jetzt kommen alle Pferde. Wir wissen nicht so genau, ob ihr uns hören könnt. Hoffentlich. Wir haben diese Bingo hier. Es ist halt Fragen und wenn wir das gemacht haben und so, werden wir ein kleines Kreuz eben machen. Und am Ende gucken wir dann, wenn irgendwelche von uns Bingo haben. Okay, wie fangen wir denn an? Okay, was ganz deutsch sein ist, glaube ich, wäre dann Weihnachtsmärkte. Das ist Deutsch. Also das gibt es auch in Schweden, aber überhaupt nicht so wie in Deutschland. Ich war sogar auf 11 und ich habe ja sogar auf einem Weihnachtsmarkt gearbeitet mit dem Roten Kreuz. Ah ja, das stimmt, das ist ja schon mal erwähnt. Ja. Hast du mal in der Gastsprache geträumt? Hast du das gemacht? Also ich bin auf jeden Fall mal aufgewacht und dachte weiter im Deutsch. So, ich glaube schon. Ich war zusammen mit einer Freundin in den Alpen und da meinte sie, ich rede im Schlaf. Und sie meinte, ich rede auf Deutsch. Das ist doch Im cool. War in jemanden in deinem Gastland verliebt? Ja, Elin, ich glaube, das ist eine Frage für dich, ne? Also ich bin immer in jemanden verliebt. Ich glaube, ich habe vielleicht 5 oder 6 Jungs Echt? In Deutschland? auf 5 oder 6 Jungs gecrushed. In Deutschland, ja. Ich Wenn du wusste das heißt. einen nur. Wenn du das guckst, hallo Enrico, ich vermisse dich. Und dann in Österreich hatte ich jemanden und ja, egal. Ich würde sagen, ich mache ein Kreuz. Ich würde das auch sagen. Hast du mal Bratwurst und Sauerkraut gegessen? Ich meine, du bist ja vegan. Genau, ich liebe vegan. Ich habe Sauerkraut und Bratwurst gegessen. Darf ich ein halbes Kreuz machen? Nee. Ein Wort komplett falsch verstanden. Ich habe einen Feierabend, den ich nicht komplett falsch verstanden habe, aber alle sagen, ja, okay, jetzt machen wir Feierabend. Dachtest du so wirklich falsch? Ja, ich dachte, dass jedes Mal, dass jemand Feierabend gesagt haben, war so, dass die echt so feiern gehen sollte. Dann habe ich nicht gelernt, was Feierabend in Deutschland bedeutet. Es ist nicht, dass man feiern geht. Also, es ist eine komische Sprache, muss man sagen. Zum Beispiel, umfahren ist das Gegenteil von umfahren. Ich bin auf der Autobahn gefahren. Ich bin ja mit dem Auto nach Österreich gefahren. Okay, ja, dann. Ich bin auch mal auf dem Autobahn gefahren und ich erinnere mich das erste Mal, das war, wenn meine Gastfamilie mir geholt haben. Und mein Gastvater ist 240 km/h gefahren und ich so, oh mein Gott, ich werde sterben. Weil in Schweden dürfen wir nur 120 fahren. 120. Wir sind nur so 190 gefahren, also das hört sich dann im Vergleich nicht so schnell an, aber das hat sich für mich trotzdem ganz schnell angefühlt. Mitglied in einem Wie bitte? Freizeitsverein. Ich bin Mitglied in einem Verein gewesen, ja. In Blau-Weiß Mitglied und St. Pauli, weil ich fahre Rennrad. HSV ist auch gut, aber Das ist St. cool. Pauli ist es ein kleines bisschen besser. Kleines bisschen. Kleines bisschen. Ich habe Fußball gespielt, bin in einem Chor gesungen und... Ich auch. Ah ja, stimmt, du warst ja Ich Lucia. habe auch einen Chor gesungen. Also ich wollte Lucia feiern. Lucia ist so eine schwedische Tradition. In Hamburg gibt es eine schwedische Kirche und dann habe ich dort im Chor gesungen. Ich war auch beim Deutschen Roten Kreuz. Jemanden mit Birkenstocken gesehen. Meine Gastschwester liebte Birkenstocks, Also in Schweden ja. aber in Deutschland. Ich glaube nein. Freunde von über 5 Nationalitäten der Welt. Ja. Das ist einfach. Also als Austauschschüler hat man halt viele Freunde von vielen Ländern. Wollen wir mal zählen? Ja. Das ist alles zu viele Länder zum Zählen. Viele, auf jeden Fall über 5. Über 5. Hab die Welt des Brotes entdeckt. Ja. Also das schwedische Brot, das ist halt so
Nein, Nein. das ist nur nein. Wenn Schwedisches man Brot ist- nicht deutsche Brot kennt, dann ist schwedisches Brot genau, eben so meinte ich ziemlich gerade. gut. Aber Ja. wenn man dann in Deutschland für ein Jahr gewohnt haben und dann zurückkommt, ich kann das schwedische Brot nicht mehr essen. Also wir haben eher so diese trockene Brote, die schon aufgeschnitten sind irgendwie. Dann sind die in einer Tüte verpackt und die liegen so rum für, ich weiß nicht, irgendwas muss ja da drin sein, ne? Ich finde allgemein sind Dinge in Deutschland hier süßer als in Schweden, aber Das Brot nicht. Brot, nee. So Weil das generell 5 Sterne für Brot in Deutschland. 2 Sterne. für 0. Brot in Schweden. Nein, 2, okay, sorry. 2. Oh, ich bin dran. Mhm. Ich habe mein Lieblingskästchen gefunden. Dank falsch vermutetem Alter etwas günstiger bekommen hat. Also, ja, auf jeden Fall. Und du hast das ja bewusst auch gemacht, Ich habe das auch bewusst gemacht. In Schweden sagen die meisten, ich sehe so alt aus, wie ich auch bin. 18, jetzt 19. Aber in Deutschland, die meisten meinten so 15 etwas. Ich habe sogar 12 gehört. Das hast du auch genutzt im Zuge, ne? Ja, genau. Ich habe immer Zugtickets, also so Fahrkarten für Kinder bis 14 Jahre gekauft. Hat geklappt. Jedes Mal. Super. So Eintritte und so für Museum. Ja, das stimmt, habe ich. Hat auch Hab ich geklappt. auch. Ja. Einen Dirndl getragen. Ja. Ich habe mich sogar ein eigenes gekauft, wenn ich auf ein Oktoberfest war. Und? Nein. Ich habe nie einen Dirndl getragen. Sieht auf jeden Fall cool aus und sind ein bisschen sexy. Ist doch so. Deine Heimattradition in deinem Gastland gemacht? Ja, auf jeden Fall. Also Lucia und dann, ich glaube, wir beiden haben ganz viel gebacken. Ich habe ja sogar Weihnachtsbrot im März gemacht. Ja, das hast du ja immer. Aber die schmeckten trotzdem gut. Ja. Und dann natürlich habe ich ja auch viele Taco-Freitags gehabt. Und wenn du nicht wisst, was ein Taco-Freitag ist, guck dir dieses Video an. Tag auf Freitag ist was Wichtiges. Letztliche Planänderungen aufgrund eines Ruhetages. Ich habe mich das nie erinnert, dass keine Busse fähren am Sonntag auf dem Land. Und dann mal wollte ich und eine Freundin Kürbisse schneiden. Ich wollte dann natürlich mit dem Bus fahren, weil 2 riesigen Kürbisse, die sind halt ziemlich schwer. Habe ich doch natürlich vergessen. Und dann musste ich da auf der Straße rennen mit 2 Kürbisse. Die Leute haben mich ziemlich komisch angeguckt. Ich wollte so kochen, hatten wir nichts Leckeres zu essen zu Hause. Dann habe ich so, okay, ich gehe einkaufen. Meine Gasteltern so, warum? Wie denn? Wo? Ruhetag. Ich nehme jetzt Zugverspätung. Die Züge in Schweden sind nicht perfekt. Dann kam ich nach Deutschland. In Hamburg sind die, also das sind so oft gefahren. Also wenn die so eine kleine Verspätung hatte, hat man das nicht gemerkt. Also ich wohnte auf dem Land. Ich könnte niemals eine Reise machen, Nee, da gab es immer ohne eine dass es ein Verspätung gab. Komische Ja, Fragen danke. über dein Heimland kommen. Ja, Eigentlich nicht so viel. Ist eigentlich nur so, hast du mal Ikeas Köttbullar gegessen? Und ja, habe ich. Aber wir machen auch Köttbullar zu Hause. ja, das ist das Ding. Was denken die Leute, dass wir so in Ikea gehen, um Kitbullar zu essen? Nein. Ich habe Köttbullar gestern gegessen. Ja, wir essen das zu Hause. Eine komische Frage bei dir. Ja. Ob es McDonald's, wie spricht man das auf Deutsch aus? Das habe ich nie so verstanden. Meckes. Meckes und was? Ob es Meckes in Deutschland gibt. Meckes was? Kennst du nicht Meckes? Nein. Aha, cool. Wir sagen Donken. Meckes ist halt der deutsche Donken. Ah, okay. McDonald's. Ob es McDonald's in Schweden gibt. Und ich war so, ja, gibt es. Also Ikea besucht. Auf jeden Fall. Erste Woche. Erste Woche. Hast du Heimweh bekommen? Ja. Das ist ganz einfach. Ja, Ja. Also mir geht es ganz gut in Deutschland. Ich mag Deutschland, ich mag Deutsch ganz gerne. Aber trotzdem. ja, natürlich. Also hier in Schweden ist auch meine Familie, meine Freunde. Es war ganz, ganz schön, aber manchmal hat man auch Heimweh bekommen. Ja, ja, und dann hatten wir so ein Leben aufgebaut. Und am Ende hatten wir ja Freunde und eine Familie. Und Und dann kam man wieder nach Schweden zurück. Dann hat man Deutschland weh bekommen. ja, Deutschland wie. Fußball geschaut. Ja. Nein. Weil ich habe sogar Fußball gespielt in Deutschland. Ich habe auch Fußball live geschaut. RB Leipzig. Ja. Dann natürlich im Fernsehen auch mit meiner Gastfamilie. So, ja. Fußball, Fußball, Fußball. Nein, kein Fußball für mich. Also, nein. Ich Nein. habe die Fußballfans gesehen. Aber das reicht. Das reicht für mich. Berlin besucht. Wir waren sogar zusammen in Berlin. Wir haben das Jubiläum des Falls der Berliner Mauer gefeiert.
musste wegen des Coronavirus das Jahr abbrechen. 1, 2, 3. Ja. Okay, Oh. dann sind wir eigentlich fertig, ne? Ja. Ich habe Einmal, ein Bingo, zweimal, 2 Bingo, dreimal. 3 Bingo, 4 Bingo, 5 Bingo. Alles Bingo. Ich habe 3-mal Bingo. Aber ich glaube, ich habe gewonnen. Ich Hast habe du- gewonnen. Prost. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Uns hat es echt viel Spaß gemacht. Es war echt toll, dass du hier warst. Und mich auch. ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschüss!